Max und Margarete wohnten hier in der Wunsdorfer Straße und er hatte seine Fabrik und nebenan war sein Haus. Das Haus war in 1979 demoliert. Max und Margarete lived on the Wunsdorfer Straße. They had their factory and their house there, and the house was demolished in 1979. Im Jahre 1938 ist Lutz da? Wo ist Lutz? Ah, meine gute Freunde, ich hatte sie nicht vorher begrüßt. In 1938, mein Vater war schon im Gefängnis in Dessau. Ja, in Dessau. Ernst. Und schon in 1937 haben sie ihn und seiner Frau Elisabeth geholfen, von Deutschland auszuwandern. Sagt man. Netherlands zuerst fliehen und dann nachher wollten sie irgendwie vielleicht nach Amerika, vielleicht nach Südafrika ein Schiff von Rotterdam finden oder von Rotterdam. Und sie sind mit dem Zug nach Holland gefahren. Wir hatten ihnen Geld gegeben, genug für die Reise, nicht nur nach Holland, sondern nach Südafrika. Sie dachten an Südafrika. Ein Brief an Max und Margarete von Ernst in Amsterdam. Alles war gestohlen. Das Geld war gestohlen worden. Er hatte ein Diamond Bracelet, Diamanten, ein Diamantenarmband, und das war wertvoll. Und sie wusste dann, dass Geld gestohlen werden würde. Also sie dachte, vielleicht kann ich mein Diamantenarmband nach Amsterdam nehmen. Sie nahm einen Zug nach Amsterdam. 1937 konnte man tun. Aber die Zugpolizei kam in den Zug entlang und sie wollten alles sehen, was die Passagiere hatten. Ein kleines Kisten mit Brot und Wurst. In dem Wurst lag die Diamantenarmband. Hat die Polizei nicht gefunden. Sie kam mit dem Diamantenarmband nach Amsterdam. Sie hat Ernst und Elisabeth getroffen und viele Jahre später hat Elisabeth, die Frau von Ernst, mir persönlich gesagt, ohne diesen Armband wäre es nicht möglich für sie nach Südafrika zu kommen. Die 3 Kinder. Und wir waren hier in der Wunsdorfer Straße mit Max und Margarete. Und das war nun 1938. Papiere, Dokumente, Reisepässe zu kriegen. Die hat meine Großmutter
Margarete mit Geld von Max und von ihr selbst. Und irgendwie hat sie langsam Papiere gesammelt. Zuerst für meinen Bruder Peter. Und am letzten Tag von 1938 ist mein Bruder mit einem Kindertransport nach England gefahren. Leider, sie ist auch, sie kann nicht gut gehen und konnte nicht kommen. Dann musste sie, zu der Zeit hatte sie 14 Jahre alt. Mein Bruder hatte 16, sie hatte 14, ich hatte 3. Ich war 3. Meine Schwester war die zweite, die weggeflogen ist. Ja. Bücher. Ich bin Bücher. Meine Mutter und ich mussten zusammenfahren. Ich war zu jung, allein zu fahren. Und deshalb sind wir zusammen weggefahren. Und das kam im März von 1939. Können Sie, I don't know what the word is to imagine, können Sie sich vorstellen, wie das war für Max und Margarete, als alle ihre Kinder weggefahren sind? Und wir müssen erinnern, dass jetzt im März von 1939 hatten Margarete und Max kein Geld mehr. Sie hatten kein Vermögen, die Fabrik war weggenommen, das Land war weggenommen worden, die Gemälde, die China-Sammlung, ganz berühmte China-Sammlung, alles, was sie besessen haben, war von den Nazis weggenommen und sie blieben, sie mussten bleiben, sie mussten in Hannover bleiben, ohne alle ihre Kinder und Enkel. Getan hatte für Hannover. Er war ein Bürgervorsteller, ich glaube, das ist der Name, ein Bürgervorsteller in Linden zuerst und nachher in Hannover. Also ein guter Mann. Und die Frau war eine gute Frau. Die waren gute Leute. Er hatte schließlich, als er nach Reynolds 79 Jahre alt, das kann man nicht glauben. Ich bin sehr zufrieden, dass ich das Ihnen sagen konnte, dass Sie hier sind und gekommen sind. Vielen Dank. Ich bin sehr zufrieden. Und ich bin auch sehr zufrieden, diesen Platz zu sehen. Ich hatte keine Ahnung, das wäre so schön. Es ist schön, nicht wahr? Hier ist schön. Thank you very much. I won't keep you very long. I wanted to say thank you on behalf of myself, my daughter, my family, that Hanover has been just such a welcoming city for us all. I have now been here 3 times. I hope to come many, many more times. My daughter and I spent this morning walking around the city, revisiting all the places that my grandmother went to when she grew up here. We went to Café Krocke. We stood underneath the horse's tail outside the railway station where she would meet her friends. We went to the chocolate house, looked outside the opera, and of course at the Holocaust Memorial, which brought everything into full circle. But for me, the city is full of love for our family. I hope to come back many times. I'm very proud of my connections to Hanover.
I wanted to read a short speech on behalf of my father. Did you want to say anything? Friends, my beloved daughter has made it possible for me to speak to you on this important day when we have gathered here to pay our tribute to Max and Greta Ruedenberg, two of the finest German Jewish citizens of the world. Both of them have always been very special to me, particularly looking back, as I am now an old man in his 94th year, and more importantly, I'm the oldest surviving grandchild they had. I'm also the first child of that generation to survive the horrors of the 30s and the 40s. I'm proud to be here in spirit, if not physical body, and to be able to pay tribute to my grandparents, whom I remember well. Greta was a textbook grandmother. She was always there when she was needed, always generous with all the things that children wish for, from a plaster when they were hurt to some pocket money for something from the shop, and everything always with her love. Max, of course, was there for me to play games with. He introduced me to the world of business via the privilege of sitting in the big chair in his office, a special one which he let me spin round and round in for a treat. And he easily slipped into the role of the father whom I had lost when I was very young. Staying with my grandparents in the Schwanenwald during the holidays was a wonderful experience, full of joy and fun, which I shall remember forever. It was a wonderful house with lovely gardens, and to me, spending time with them there was paradise. I shall remember Opa Max and Oma Greta with love and admiration forever, and I take this opportunity of wishing that they may rest in peace forevermore. Thank you. Margarete und Max.